In diesem Video wollen wir einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, den Benutzer eine Spanne eingeben zu lassen. Zwischen den zwei Werten hier dürfen Trades eröffnet werden. Schauen wir uns mal an, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine Kaufposition eröffnet, wenn der Ask Price innerhalb einer bestimmten Spanne liegt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten MetaEditor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Datei Trade.mqh ein, die uns den Zugriff auf die Handelsfunktion ermöglicht. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. Diese Instanz wird für die Ausführung von Handelsoperationen verwendet. Als nächstes definieren wir zwei Benutzeringabe-Variablen Upper Limit und Lower Limit. Diese Variablen legen den Bereich fest, in den der Ask Price fallen muss, um einen Handel auszulösen. Upper Limit ist auf 10 und Lower Limit ist standardmäßig auf 0 gesetzt. Außerdem wird eine globale Variable namens Ask deklariert, um den aktuellen Ask Price zu speichern. In der Funktion onTick, die bei jedem Tick aufgerufen wird, berechnen wir zunächst den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbolinfo Double. Diese Funktion ruft den Ask-Preis für das aktuelle Symbol ab und Normalize Double rundet ihn auf die durch Digits angegebene Anzahl von Stellen. Anschließend wird mit der Funktion Positions Total geprüft, ob es keine offenen Positionen gibt. Wenn es keine offenen Positionen gibt und der Ask-Preis innerhalb der zulässigen Spanne liegt, die durch die Funktion Price is in Range bestimmt wird, eröffnen wir eine Kaufposition. Die Funktion Trade Buy wird verwendet, um eine Kaufposition von 0,10 Lots zu eröffnen, was 10 Mikrolots bedeutet. Die Parameter für die Funktion Trade.Buy sind folgende: das Volumen 0,10 Lots, das Symbol 0 für das aktuelle Symbol, der Price, Ask, der Stop-Loss, Ask 150 Punkte, der Take-Profit, Ask plus 100 Punkte und ein Kommentar, 0. Wir erstellen auch eine Chart-Ausgabe mit der Funktion Comment, um das Upper Limit, das Lower Limit, den Ask Price und die Angabe, ob der Preis innerhalb der Spanne liegt, anzuzeigen. Die Funktion Price is in Range ist eine benutzerdefinierte Funktion, die überprüft, ob der Ask Price innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Sie initialisiert eine boolische Variable namens Return Value auf False. Wenn der Ask Price kleiner als Upper Limit und größer als Lower Limit ist, wird Return Value auf True gesetzt. Die Funktion gibt dann den berechneten Wert von Return Value zurück. Zum Schluss drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der eine Kaufposition eröffnet, wenn der Ask-Preis innerhalb einer bestimmten Spanne liegt. Wir haben diesen Expert Advisor mit ein paar Zeilen MQL-Code selbst programmiert. Vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, dass der Expert Advisor funktioniert. Und Sie sehen jetzt hier, die Spanne wird bei mir eingehalten, solange wie der Preis oberhalb von 1,08 ist. Wenn das alles für Sie zu schnell war oder wenn Sie keine Ahnung haben, was der Code hier bewirkt, dann wollen Sie sich vielleicht den Premium-Kurs auf unserer Webseite anschauen. Ich sage für den Moment vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.